Hallo, heute zeige ich dir ein paar einfache Arbeitstechniken in Excel, zum Beispiel, die du fürs Datum verwenden kannst, für den Tabellenumbau oder die blitzschnelle Summenformel und einige mehr. Viel Spaß damit! Hallo und willkommen bei Beste Tasten, dem Kanal für Tipps, Tricks und Techniken zu Office und mehr. Datumsangaben, egal ob statisch oder flexibel, werden immer mal gebraucht. Ich habe hier eine kleine Beispieldatei erstellt. Im unteren Bereich erkennst du diverse Werte. Weiter oben findest du Datumsangaben und eine Anzahl von Tagen, die zwischen diesen Daten liegen. Wir wollen direkt mit der Zeile 2 beginnen, nämlich mit dem Datum, an dem die Datei geöffnet wurde. Dazu habe ich eine Funktion verwendet, und zwar die Funktion ist gleich heute. Das erkennst du in der Bearbeitungszeile. Diese Funktion heute ist eine volatile Funktion, das heißt, sie wird jedes Mal neu berechnet, auch wenn sich eigentlich gar nichts geändert hat. Du kannst diese Funktion wunderbar einsetzen, zum Beispiel für verschiedene Berechnungen. Du kannst damit eine Aufgaben- oder Fristenverwaltung bauen, du kannst Alter, Laufzeit oder so wie hier Tagesdifferenzen berechnen, oder du verwendest die Funktion für dynamische Dashboards. Sie hat allerdings auch Tücken, nämlich in großen Mappen und mit vielen Formeln kann sie dafür sorgen, dass die Mappe sehr, sehr langsam berechnet und bearbeitet wird. Und für feste Ergebnisse oder gar einen Zeitstempel ist sie natürlich völlig untauglich. Und damit sind wir gleich bei dem Datum, an dem die Datei erstellt wurde. Wenn ich darauf klicke, siehst du, dass sich in der Bearbeitungszeile nichts ändert. Wenn ich mir meine Formeln einblende, erkennst du, dass es gar keine Formel ist. Datei erstellt habe ich mit einem Shortcut eingefügt. Das ist einer meiner Lieblingsshortcuts und der lautet Steuerung Punkt. Mit diesem Shortcut fügst du ein festes Datum ein und das bleibt auch fest. Verwende diesen Shortcut immer dann, wenn du Datumsangaben brauchst, die sich nicht mehr verändern dürfen, zum Beispiel in Protokollen. Und falls du die Zeit brauchst, Steuerung Umschaltpunkt. Die folgenden Techniken sind eine Mischung zwischen Maus und Tasten und super praktisch für deinen Alltag. Es geht jetzt darum, wie du Zeilen oder Spalten hinzufügen oder entfernen kannst oder gegebenenfalls einfach tauschen kannst. Zunächst einmal markierst du die benötigte Zeile und das erledigst du über einen Klick im Zeilenkopf hier vorne. Und jetzt hältst du die Steuerungstaste fest und benutzt auf dem Num-Block das Pluszeichen. Und schon hast du eine Zeile mehr. Wenn du übrigens mehrere Zeilen markierst, ich nehme jetzt hier einmal diese 3 und drückst dann Steuerung und auf dem Nummernblock das Pluszeichen, hast du gleich 3 Zeilen hinzu. Möchtest du die jetzt wieder entfernen, hältst du die Steuerungstaste fest und benutzt auf dem Nummernblock das Minuszeichen. Und schon werden diese Zeilen gelöscht. Das funktioniert genauso mit den senkrechten Bestandteilen, den Spalten. Ich benutze diesen Shortcut im Alltag sehr oft. Und auch den folgenden Shortcut verwende ich sehr oft, nämlich wenn es darum geht, Zeilen zu tauschen, ohne dass ich irgendwo zuvor Platz schaffen muss. Ich markiere zuerst einmal die entsprechende Zeile, dann halte ich die Umschalttaste fest und jetzt gehe ich mit der Maus auf den Rand meiner Zeile. Die Maus verändert sich zu einem Vierfachpfeil und wenn ich nun klicke und festhalte und dann ziehe, habe ich eine grüne Linie. Lasse ich an dieser Position die Maus und die Umschalttaste los, sind die Zeilen vertauscht. Das finde ich auch super praktisch. Hast du unter den hier vorgestellten Hacks schon deinen Lieblingstrick gefunden? Verrat's mir doch im Kommentar. Und jetzt zeige ich dir noch, wie du blitzschnell die Summenformel einfügen kannst. Per Tastatur. Du drückst die Alt-Taste und die Umschalttaste und wählst auf der oberen Tastaturreihe mit den Ziffern die Ziffer 0, das Ist-Zeichen. Und zack, die Summe erscheint. Hast du mehrere Elemente markiert, greift das Tastenkürzel auch bei diesen. Hab viel Spaß beim Ausprobieren und komm gerne wieder.